jetzt fällt ja noch in diesem Jahr der gebackene Osterstorch in Ostheim vor der Rhön aus. Im evangelischen Ostheim bringt nach einem alten Brauch der Storch die Eier, und zwar schon am Gründonnerstag. Aber das Störchebacken, das wird heuer ausfallen müssen, weil da haben sich immer alle Verwandten der ortsansässigen Traditionsbäckerei zum Backer getroffen und das geht heuer nicht. Auch die müssen Abstand halten. Hoffentlich nächstes Jahr wieder. Zu Heimat aktuell begrüßt Sie der Autor Dittelmann. Der musikalische Anfang von Heimat aktuell. Was haben wir für Themen? Jetzt haben wir ja schon geraume Zeit diese Ausgangsbeschränkungen. Wie wirkt sich das jetzt eigentlich aus auf den Stromverbrauch, auf den Wasserverbrauch, auf den Verkehr, auf den Datenverkehr? Das werden wir zum Beispiel in Regensburg einmal erklären können. Im Knoblauchsland bei Nürnberg, da rührt sich schon ganz schön was. Regionale Waren sind gefragt im Moment, und jetzt gleich dann in ein paar Minuten. Jetzt also doch Vorermittlungen der Staatsanwaltschaft im Nikolausheim in Würzburg, wo viele Bewohner an Corona verstorben sind. Eines unserer Themen jetzt gleich dann hier in Heimat aktuell, die Hinterlegt Musik.
Infektion gestorben. Laut Informationen des Heims haben alle Bewohner Vorerkrankungen gehabt, waren mit über 80 Jahren auch in einer der Hochrisikogruppen für die Erkrankung an diesem Coronavirus. Erst hat es geheißen, da wird nicht ermittelt. Jetzt Frage an meine Kollegin Caroline Hausenauer, warum ermittelt die Staatsanwaltschaft jetzt trotzdem eigentlich? Zunächst einmal ist wichtig zu sagen, die Vorermittlungen wurden aus eigener Initiative aufgenommen, von Amts wegen, wie das heißt. Ein Sprecher der Staatsanwaltschaft hat gesagt, es seien jetzt einfach zu viele Tote in kurzer Zeit gewesen. 22 Heimbewohner sind in den vergangenen Wochen gestorben. Alle waren nach Angaben des Heims über 80 Jahre alt und hatten Vorerkrankungen. Seit Ende März sind die infizierten und die nicht infizierten Bewohner des Heims in getrennten Stationen untergebracht. Schutzbekleidung wird ohnehin seit Wochen getragen, wird aber jetzt mittlerweile immer knapper. Jetzt will man aber herausfinden, ob eventuell gegen Hygienevorschriften verstoßen wurde. Der Verdacht, der im Raum steht, lautet fahrlässige Körperverletzung oder fahrlässige Tötung. Es sind ja viele Bewohner infiziert, auch einige Pflegekräfte, die sind daheim zum Teil in Quarantäne. Das heißt, das Team in dem Heim ist ganz dünn besetzt jetzt im Moment. Wie gehen denn die Pflegekräfte jetzt damit um, dass gegen das Heim jetzt auch noch ermittelt wird? Die Vorermittlungen sind jetzt natürlich eine enorme Zusatzbelastung für das Seniorenheim und die Pflegekräfte. Denn die gesamte Situation ist ja nicht nur körperlich, sondern auch psychisch sehr belastend für das Team. Annette Nofz ist die leitende Stiftungsdirektorin des Bürgerspitals, zu dem das Nikolausheim gehört. Und sie sagt, dass für sie und die Mitarbeiter, die sich seit Wochen reinknien, das so wörtlich ein absoluter Genickschlag sei. Allerdings hat sie erklärt, dass sie als Einrichtung keine Angst vor den Ermittlungen haben. Laut ihr gab es im Heim kein Fehlverhalten und die Mitarbeiter würden sich nach wie vor für ihre Bewohner einsetzen. Aber sie hat deutlich gemacht, klar, wir akzeptieren und wir respektieren, dass die Staatsanwaltschaft hier tätig wird. Kann man schon sagen, wie das Ganze jetzt weitergeht? Die Staatsanwaltschaft ist jetzt erstmal mit dem Gesundheitsamt und der Stadt Würzburg in Kontakt getreten und wartet auf Rückmeldung. Das Interessante ist ja, wie mir vorhin Oberstaatsanwalt Thorsten Seebach am Telefon erklärt hat, dass die Staatsanwaltschaft über die Medien erfahren hat, dass das Gesundheitsamt und die Stadt früh in die Maßnahmen im Nikolausheim eingebunden waren. Und das ist jetzt quasi der Anlass, nachzuforschen, inwieweit die eingebunden waren und ob die Präventions- und Sicherheitsmaßnahmen gegen das Coronavirus rechtzeitig umgesetzt wurden. Also ob man die Bewohner vielleicht schon früher in ihren Zimmern hätte isolieren müssen oder ob man früher alle hätte testen müssen. Ob die Staatsanwaltschaft auch noch im Fall des Würzburger AWO-Seniorenheims mit aktuell 12 Corona-Toten Vorermittlungen einleiten wird, wird derzeit noch abgewogen. Das war Caroline Hausenauer aus Würzburg. Die Wengerwoche muss ich beim Stade.
vor 22. Angela Merkel hat es getan und viele andere auch. Die haben sich in den letzten Wochen vorbeugend gegen Pneumokokken impfen lassen. Wie das Coronavirus können auch Pneumokokken eine schwere Lungenentzündung verursachen und der kann man halt vorbeugen. Für Risikogruppen ist deswegen diese Impfung dringend empfohlen worden. Dieser Empfehlung sind aber so viele Menschen gefolgt, dass der Impfstoff sehr knapp geworden ist. Jetzt gibt es da wieder. Julia Manuel berichtet. Der Nachschub kommt aus Japan und das ist auf den kleinen Ampullen nicht zu übersehen. Japanische Schriftzeichen zieren die Packungen des Pneumokokken-Impfstoffs, der seit kurzem wieder in Deutschland erhältlich ist. Der Impfstoff gegen die Bakterien, die eine schwere Lungenentzündung verursachen können, war im letzten Monat nämlich knapp geworden. Viele Bürger hatten sich im März noch impfen lassen, nachdem das Robert-Koch-Institut im Zusammenhang mit dem Coronavirus eine Impfempfehlung für besonders gefährdete Menschen ausgesprochen hatte. Auch Allgemeinmediziner und Impfexperte Markus Frühwein aus München hat in den letzten Wochen deutlich mehr Pneumokokken-Impfungen verabreicht als sonst. Ich denke schon, dass die Corona-Erkrankung das Denken der Menschen bezüglich Infektionserkrankungen beeinflusst und sich vielleicht manche auch einfach mehr Gedanken darüber machen, wo sind Gefahren für mich, vor denen ich mich auch schützen kann. Und eine Pneumokokkenimpfung ist einfach ein guter Schutz gegen Lungenentzündung. Und deswegen denke ich schon, dass wir in Zukunft auch einen vermehrten Bedarf an der Impfung haben werden. Derzeit sollen sich laut Robert-Koch-Institut alle Menschen über 70 Jahren, Säuglinge und Kleinkinder bis zu 2 Jahren und alle Menschen mit chronischen Atemwegserkrankungen gegen Pneumokokken impfen lassen.
zu wenig Leuten unterwegs. Die wenigen, die raus müssen, machen einen weiten Bogen um die anderen. Die meisten zumindest. Es gibt natürlich immer noch welche, die ganz eng vorbeirennen. Denen ist alles wurscht. Aber nein. Es wirkt sich natürlich aus, die Ausgangsbeschränkungen, diese Ruhe zum Beispiel, fällt mir in der Flughafengegend auf, da ist ja sonst normalerweise immer Fluglärm, erst immer irgendwelche Jets, die landen oder starten. Im Moment ist da Ruhe, da hört man gar nichts, dafür hört man auf einmal Vogelstimmen wieder ganz deutlich. Wie wirkt es sich sonst noch aus, auf Unfälle, auf Stromverbrauch, auf den Verkehr überhaupt? Mein Kollege Sebastian Grosser hat sich das im einstmals so lebendigen Regensburg einmal genau angeschaut. Die Gasthäuser sind leer, dafür versammeln sich die Menschen zu morgendlichen Videokonferenzen, jeder in seine vier Wänden natürlich. So, Dienstag, schönen guten Morgen an alle Zugeschalteten, die im Homeoffice sitzen. Die Videokonferenz ist mit den Ausgangsbeschränkungen zu einem allmorgendlichen Ritual geworden, wenn sie denn funktioniert. Gerade in den Morgenstunden sind viele Regensburger auf der Datenautobahn unterwegs. Bis zu 200% mehr Uploads, sprich hochgeladene Daten wie Videos, verzeichnet der stadteigene Telefon- und Internetanbieter Aircom als an Tagen vor den Ausgangsbeschränkungen. Doch nicht nur für die Arbeit ist die Kommunikation über Videokonferenzen wichtig geworden, auch private Kontakte finden fast ausschließlich über das Internet statt. Heute hatten wir so ein Meeting praktisch über Zoom, das war schon ganz witzig, aber es ist trotzdem, das Herz fehlt da irgendwie trotzdem dabei gewesen. Während der Traffic im Internet zunimmt, sind auf Regensburg Straßen und Gassen weniger Autos und Menschen unterwegs. Ja, ist schon weniger geworden. Geschäfte sind zu, Restaurants, Cafés, das vermisst man schon. Ja, das ist mega ruhig. Freilich, klar, jetzt kann ich mit dem Radl schnell in die Arbeit radeln, weil ich nicht mehr ausweichen muss, aber das hat mich zuvor schon nicht gestört, ne? Und ich finde es furchtbar, wenn nichts los ist. Lebensleer, einfach leer. Also die Freude ist einfach weg. Also dieses Flair, was Regensburg eigentlich ausmacht, ist weg. Also teilweise, wenn ich früh hier durch die Stadt gehe, das ist tot. Doch weniger Verkehr auf den Straßen hat durchaus positive Effekte. Die Polizei verzeichnet rund die Hälfte weniger Unfälle im Regensburger Stadtgebiet als in Anführungszeichen normalen Wochen zuvor. Dementsprechend weniger Verletzte und Tote gibt es. Auch der Blick auf die Kriminalstatistik belegt, die Menschen sind vermehrt zu Hause, denn die Zahl der Einbrüche ist deutlich gesunken, wie Polizeisprecher Florian Beck erklärt. Ein Einbrecher, der in eine Wohnung oder in ein Haus einbricht, der will natürlich nicht entdeckt werden. Und jetzt muss er natürlich ganz massiv damit rechnen, dass auch jemand zu Hause ist. Und das schreckt dann doch den einen oder anderen Einbrecher davon ab. Die Ausgangsbeschränkungen bergen theoretisch andere Gefahren. Zum Beispiel, dass die häusliche Gewalt zunimmt. Laut den Zahlen der Polizei ist hier bisher keine Verschlechterung zu erkennen. Allerdings kann es sein, dass einige Fälle nicht angezeigt werden. Die Dunkelziffer könnte daher durchaus höher sein. Eine schönere Erklärung wäre, dass viele Regensburger, bevor die Situation eskaliert, an die frische Luft gehen. Die ist tatsächlich seit Beginn der Ausgangsbeschränkungen ein bisschen besser geworden, wie ein Blick in die Regensburger Messstation zeigt. Die aktuellen Messwerte zu Stickstoffdioxid und Feinstaub liegen überwiegend unter den Messergebnissen von 2019. Ein abschließendes Urteil, inwiefern dafür die Ausgangsbeschränkungen und nicht doch Wetter und Wind verantwortlich sind, will das Landesamt für Umwelt noch nicht abgeben. Trotzdem, der Umwelt scheint die Auszeit gut zu tun. Erstaunlicherweise hat sich auch der Strom- und Wasserverbrauch der privaten Haushalte wenig bis gar nicht verändert, meldet der städtische Energie- und Wasserversorger Rewag. Weniger überraschend, Industrie und Gewerbe in Regensburg verbrauchen sogar deutlich weniger Strom. Vieles steht ja gerade still. Regensburger Geschäftsinhaber werden daher eine geringere Stromrechnung haben. Nur ein kleiner Trost in einer Stadt, die auch vom Tourismus lebt. Mein Laden ist zu, meine Einnahmen sind um 98% weggebrochen. Ich habe einen kleinen Online-Shop, ein bisschen was geht online. Wir haben ja 1500 Schiffe jedes Jahr, die da an der Donau liegen. Ne? Und ich glaube, dass da heuer und nächstes Jahr keiner mehr kommt. Weil welcher Army geht denn jetzt in New York ins Reisebüro und bucht sich da Schifffahrt?
Neuensteiner Kanzel muss ich 2:41 ist jetzt. Die sind ja das Symboltier für Ostern schlechthin, die Feithasen, die Osterhasen. Aber wie geht's denn, die Tiere in der freien Natur? Die haben ja lang zum Kämpfer gehabt, hat immer geheißen. Die sind am Aussterben, die richtigen Feithasen, ganz selten. Die, nicht die langen Ohren, also nicht die Kaninchen, sondern schon die richtigen Feithasen. Im Frühjahr werden sie ja traditionell Zeit und frohe Botschaft, es werden wieder mehr Hand und Rauch. Jäger, die in Bayern in ihren Revieren unterwegs sind, entdecken wieder mehr Feldhasen. Sie haben zuletzt 37 Tiere pro 100 Hektar im Durchschnitt gezählt. Das sind 10 mehr als noch 2018. Beim Bayerischen Jagdverband in Feldkirchen führt man das vor allem auf das trockene, warme Wetter im Frühjahr zurück. Das mögen die kleinen Häschen, wenn sie ohne Fell in ihrer Kuhle liegen. Bei Nässe und Kälte dagegen sterben viele der Neugeborenen. Intensive Landwirtschaft und viel Verkehr, zudem freilaufende Hunde, all das macht den Hasen zu schaffen. Trotz des positiven Trends, ihr Bestand ist also gefährdet. Sie sind auf der roten Liste geschützter Arten. Jetzt im Frühling ist fette und gesunde Milch besonders wichtig für die kleinen Hasen. Und die gibt es aus reichhaltigem Futter mit Pflanzen wie Margeriten, wilder Möhre, Fenchel, Kamille, Rotschwingel oder Klee. Darum sind Blühwiesen und ungespritzte Feldränder so wichtig, sagen Jagdverband und Bund Naturschutz. Wenn dann noch Brachflächen und Hecken zum Verstecken dazu kommen, können sich die raren Feldhasen nicht nur zu Ostern gut entwickeln. Die Pseuder vielseitigen aus Südtirol waren das. Die ungewöhnlichen Zeiten führen auch im Pfarrverband Holledau zu ungewöhnlichen Maßnahmen. Ich meine, das ganze kirchliche Leben ist ja im Moment lahmgelegt. Am Ostersonntag gibt es eine Drive-Through-Osterkorbei. Also da kann man hinfahren, praktisch mit dem Auto durchfahren. An 4 Orten können da Speisen im Vorbeifahren geweiht werden und der Pfarrer weist aber darauf hin, dass das Ganze also kein Passettel sei, also kein Event, sondern dass das wirklich ein Angebot für die Einheimischen ist. Auch auf der evangelischen Seite rührt sich was, kreative Idee. Dort
Deutschland bietet gemeinsam, so heißt eine groß angelegte ökumenische Gebetsaktion. Heute Abend, 17 Uhr, sollen sich 1,5 Stunden lang Hunderttausende mit einem Livestream zu einem Gebet verbinden. Initiator ist das Gebetshaus Augsburg. Die freikirchliche Gemeinschaft hat dabei die Unterstützung vieler anderer Kirchen bekommen. Auf die Idee gebracht hat das Team vom Gebetshaus Augsburg der Aufruf von Markus Söder angesichts Corona. Wer gläubig ist, soll beten, dass es Deutschland nicht zu hart trifft, so hat es der Ministerpräsident gesagt. Innerhalb weniger Tage hat das Gebetshaus Augsburg nicht nur das eigene Netzwerk aus evangelikalen Kreisen für das Vorhaben gewonnen, Söder ist Schirmherr der Aktion Deutschland betet gemeinsam. Johannes Hartl vom Gebetshaus Augsburg. In einer Zeit von Social Distancing machen wir das Gegenteil, nämlich sozusagen ein Spiritual Connecting über alle Grenzen hinweg. Mit dabei sind jetzt nicht nur Gruppen und Persönlichkeiten aus dem freikirchlich-charismatischen Spektrum. Promis wie Peter Maffay, Bundesliga-Trainer Heiko Herrlich oder Bundeslandwirtschaftsministerin Klöckner haben sich angeschlossen. Auch das Bistum Augsburg und der evangelische Regionalbischof Pieper unterstützen die Freikirchen bei ihrer 1,5-stündigen Gebetsaktion. Heute zwischen 17 und 18:30 Uhr sollen sich Hunderttausende in Deutschland zu einem Livestream zuschalten. Gebetet wird dann für die Kranken und Sterbenden genauso wie für Politik und Medizin und auch gegen Antisemitismus. Auch Rabbiner machen mit. Heute Abend beginnt das Pessachfest, dieses Jahr ebenfalls ohne öffentlichen Gottesdienst. Ein Livestream-Gebet heute Abend, das war ein Bericht von Matthias Morgenroth. An Ostern selber möchten wir Sie auf den großen Ostergottesdienst am Ostersonntag mit Papst Franziskus verweisen. Im BR-Fernsehen ab 11 Uhr mit dem Segen Urbi et Orbi der Stadt und dem Erdkreis. Musikanten Süße Hoffnung heißt das Stück. Die Corona-Krise hat für die bayerischen Gemüse
Gemüseanbauer auch einen positiven Aspekt neben all den Problemen, über die wir auch immer wieder berichten. Im Nürnberger Knoblauchsland zum Beispiel steigt die Nachfrage nach regionalen Produkten, nach regionalen Gemüse. Vielleicht entdecken ja die Menschen durch diese ganze Geschichte jetzt die Region wieder neu, das, was vor der Haustür wächst. Das Knoblauchsland ist ja ein traditionelles fränkisches Gemüseanbaugebiet, was weit mehr gibt als Knoblauch, auch wenn es so heißt. Oliver Tubenauer steht gerade auf einem Lauchfeld am Stadtrand von Nürnberg. Was wird denn da gerade geerntet? Momentan ist es so, Lauch, Sellerie, Zwiebeln, das ist momentan das Hauptgeschäft hier im Knoblauchsland. Alles andere kommt momentan noch aus dem Gewächshaus, aber Florian Wolz, er ist Geschäftsführer von Frankengemüse, einer Erzeugergenossenschaft, der ungefähr 40 Erzeugerbetriebe angeschlossen sind. Er wird uns gleich sagen, wahrscheinlich nach Ostern wird es wohl richtig losgehen. Womit? Also nach Ostern startet bei uns die Freilandsaison. Die Gewächshausartikel hast du eben schon erwähnt, die gibt es natürlich schon, aber nach Ostern geht es dann los. Ich denke, der Spargel kommt dann vermehrt, dann kommen die Salate auf jeden Fall, Rucola, Anfang Mai die Kohlrabi und dann beginnt so richtig die Gemüsesaison hier im Knoblauchsland. Wir haben gerade über Frankengemüse gesprochen, eine Erzeugergemeinschaft, die größtenteils den Lebensmittelhandel beliefert, aber eben nicht nur. Es gibt auch einen Online-Shop, kann man jetzt momentan feststellen, dass sich der Endverbraucher vermehrt bei Ihnen meldet? Den Online-Shop betreiben wir jetzt dann doch schon seit über 2 Jahren. Und wir haben jetzt ganz deutlich in den letzten 14 Tagen gemerkt, dass es ein Interesse daran gibt, das mal auszuprobieren, sich regionales Gemüse nach Hause liefern zu lassen. Um das mal so in Zahlen zu nennen, wir liefern aktuell in der Woche das aus, was wir im vergangenen Jahr im Monat an Bestellungen hatten. Momentan ist groß in der Diskussion, die Landwirtschaft braucht Erntehelfer. Wie ist denn die Situation im Knoblauchsland momentan bestellt? Im Knoblauchsland selber, wir haben einen Teil Erntehelfer, ist ja bereits da gewesen, durch die Gewächshäuser oder durch die Ganzjahreskulturen, wie wir hier jetzt gerade beim Lauch sehen, oder auch so Sachen wie Suppengrün oder Chicorée, was produziert wird. Die Freilandbetriebe, die beginnen erst, das heißt, der Bedarf in den Freilandbetrieben war in den vergangenen 2 Wochen auch so noch gar nicht gegeben. Wir sind aber trotz der gesamten Situation sehr zuversichtlich, dass wir auch mit den freiwilligen Erntehelfern, die sich derzeit auch sehr rege bei uns melden oder bei den einschlägigen Plattformen melden, dass wir mit denen hier gut arbeiten können. Hintergrund dafür ist auch, dass wir eine kleine Betriebsstruktur haben, dass die Freilandbetriebe durchschnittlich nicht so viele Erntehelfer haben, sodass sie auch gut mit freiwilligen Helfern arbeiten können. Momentan ist Spargelzeit und es ist momentan oft zu hören von politischer Seite, ja, das Gemüse könnte knapp werden, das Gemüse könnte teuer werden. Und jetzt freut sich natürlich jeder auf den Spargel, zumal es auch ein bisschen mehr Zeit vielleicht gibt, wenn man im Homeoffice ist, den zu Hause auch ein bisschen vorzubereiten und zuzubereiten. Wie ist es um den Spargel momentan bestellt und vor allem wird er wirklich so teuer, wie alle glauben? Also die richtige Spargelsaison wird jetzt erst Richtung Ostern, nach Ostern beginnen, wo der klassische Spargel, der ohne Doppelabdeckung und sowas angebaut wird, dann gestochen wird. Generell denke ich nicht, dass der Spargel unbezahlbar sein wird. Es wird so sein, der Spargel muss den Preis haben, dass es der Verbraucher auch akzeptiert, dass er gekauft wird. Und man darf nicht vergessen, die Gastronomie ist ein sehr großer Abnehmer im Spargelbereich und dieser Spargel wird jetzt auch direkt an die Verbraucher verkauft. Dadurch verschiebt sich auch das Mengengerüst ein bisschen. Vielen Dank, Herr Wolz. Und dann wünschen wir doch allen Erzeugern hier im Knoblauchsland eine erfolgreiche Saison trotz niedriger Umstände. Vielen Dank. Das war unsere erste Stunde von Heimat aktuell an diesem Mittwoch, dem 8. April. Nach den Nachrichten geht es weiter. Da haben wir eine zweite Stunde bis 14 Uhr, sind wir dann benannt. Bis gleich, sagt der Autotitel.